Moin Leiflü und hey Ali Hoppa. Willkommen zurück bei mir, Radbot und Victoria 3 mit Schweden. Ja, es gab einen Hotfix und dieser Hotfix hat quasi all unsere Handelsgeschichten, unsere Treaties, unsere Verträge zerschossen. Deswegen gerade mal durchgeguckt und irgendwie werden hier gerade sämtliche Verträge aufgekündigt. Das ist ein bisschen blöd. Ich bin da ehrlich. Ähm, Weiß ich auch nicht so genau, was wir da jetzt machen wollen. Das größte Problem ist, dass Großbritannien uns gerade embargot hat und uns zum Rivalen erklärt hat und nicht mehr unser Freund ist. Brauchen wir irgendwie neue Freunde. Wo wir die herkriegen, keine Ahnung. Eine Idee von mir wäre Amerika, aber wir haben leider nicht genug Einfluss, um, um ein Bündnis zu machen. Das ist nämlich 622 Einfluss. Wir haben allerdings auch nicht so viele Rivalenmöglichkeiten. Also wir können Preußen zum Rivalen erklären. Ich denke, wenn die sich hier raus, wenn sie den Vertrag hier brechen, kann ich eh nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen. Schade ist, unser Vertrag mit Bremen, mit Hannover, der Vertrag von, die Übereinkunft von Bremen, wurde scheinbar auch abgelehnt. Da müsste ich gerade mal rüber gucken, weil wenn das hier alles kippen, können wir mal alles hier rausnehmen. Da haben wir ja auch eine ganze Menge Zustimmung. War nicht 30 Zustimmung. Wollen hier vielleicht so ein Monopol machen? Oder Stahlwerke können wir da bauen. Handelszentren. Da sollten die doch ein bisschen Handelszentren machen. Wir würden denen auch... Wenn durch nach vorn. Weltmarkthandelsverbot interessieren wir wahrscheinlich nicht so besonders. Geld würden wir euch geben, eventuell. Kommen wir so 14. 18 wäre auch gut. Das würden wir euch geben. Gucken, ob sie jetzt die Übereinkunft annehmen. Dauert immer einen Moment. Tja, werden es wohl nie erfahren. Ja, wir müssen auf jeden Fall unsere Steuern erhöhen. Aber das ist gerade ein bisschen schlecht, weil wir ja versuchen, eine parlamentarische Republik zu werden. Okay, der Engländer hasst uns jetzt. Natürlich toll. Dann hassen wir jetzt auch den Engländer. Das wird wahrscheinlich unsere Politlobby, schwedisch-britische Gesellschaft nicht so gut finden, aber naja, dann ist das eben so. Und wir haben eine anti-amerikanische. Ja, er lehnt die ab. Ich verstehe es nicht. 30% lehnt er ab. Also irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. So, jetzt kann ich keinen machen. Ja, 16. April müssen wir warten. Ich muss hier, glaube ich, gerade mal echt kurz aufhören zu bauen. Auch ein Problem. Expansive Treaties and Tax Income Treaties ist hier irgendwie bugged. Weiß jetzt auch noch nicht so genau warum. Können die Autonomie verringern in Dänemark. Argentinien hasst uns ein bisschen, das wäre nicht so gut, aber alle anderen sind einigermaßen glücklich. Svealand Forstwirtschaftskonsortium. Na guck. Unsere Kompanie ist jetzt auch ein Staat geworden. Auch nicht schlecht. Ja. Also hier fehlen so ein paar Dinge.
Wir wollen das aber zu einer Marionette machen. Das geht gar nicht anders. Wieso verließen die jetzt alle unser Dingeling? Achso, weil die jetzt automatisch Marionetten seid. Auch in Ordnung. Bin ich ehrlich. Vorstand mag mich schon, ist auch gut. Alle mögen mich, nur Argentinien ist noch nicht so richtig ein Fan von mir. Da können wir vielleicht ein paar Sachen bauen. Die Niederländer bauen Holzfällerlager bei uns. Auch interessant. Wir bauen Stahlwerke in Götaland, Eisenmine in Hannover. Wir bauen hier wild um uns rum. Wer ist dafür? Warte, ich muss kurz auf Pause machen. Gewerkschaften und die Intellektuellen. Wer ist dagegen? Alle anderen. Die reinnehmen und alle anderen raus? Nein. Wenn ich hier jetzt einmal die Streitkräfte rausnehme, dann geht's. Für den Moment jedenfalls. Wir sind schon bei Abstimmung. Ich hätte das gerne schaffen. Ich hätte dazu natürlich eigentlich auch die Steuern erhöhen, aber ich kann auch einfach die Regierungsgehälter ein bisschen reduzieren und vielleicht das ein bisschen reduzieren und okay. Das sollten wir nicht reduzieren. Na gut, dann verlieren wir unseren Großmachtstatus. Okay. Um 1 Prestige. Vielleicht können wir hier noch eine Steuer erhöhen. Verbrauchssteuer auf Porzellan zum Beispiel. Eine vernünftige Unterredung. Joshua Norton haben wir. Na gut. Ich möchte nicht, dass die Bauernliga stärker wird unbedingt. Ah, ich habe wieder ein bisschen Diplomatiekraft. Na, Politlobbys. Ein bisschen mittelmäßig. Wir können hier neue Verträge aufsetzen. Das wollen wir nicht. Militärischer Zugang brauchen wir auch nicht. Waren. Keine Subvention. Wollt ihr alles nicht. Militärhilfe wollt ihr nicht geben. Bündnis. Investitionsrecht. Okay. Okay, wir haben immer noch nicht genug. Können wir denn mit Ware... überhaupt genug Ware liefern, dass ihr überhaupt mit uns diesen Vertrag schließen könntet? Ich bin eigentlich dagegen, also Unterhaltskosten, okay. Das spricht aber nicht viel dafür, ne? Kohle. Ja. Ich kann ja 2000 Tonnen Kohle liefern. Geht nicht. Die Kohle habe ich nicht. Kleidung haben wir schon. Ja. Dann wird das wohl nichts mit dem Bündnis hier. Österreich, alter Freund. Ich können wir handeln. Das. So. Kann ich auch Investitionsrechte gewähren? Minus 200, aber es liegt auch daran, dass wir mit Österreich noch nicht so besonders viel zu tun hatten. Die mögen uns nicht besonders. Sagen wir mal so. Schwindende Interesse. Ich habe eine inakzeptable Regierung. Ich habe niedrige Marktzugriffe, weil ich wirklich wenig Konvois habe. Weil die Warenübertragung gerade überall durch die Gegend flattern. Des Weiteren, wir haben hier ein bisschen Sprengstoff, aber den brauchen wir gerade nicht.
Oder? Ne, Dynamit haben wir noch nicht. Wir brauchen bessere Häfen. Wir haben die Industriehäfen schon. Könnten also Dampfschiffe machen. Na gut, dann stellen wir jetzt um. Dampfschiffe. Müssen dann natürlich auch unsere Fischereilager auf Dampfschiffe umstellen und vor allem die Häfen auf Dampfschiffe. Dann schauen wir mal, was passiert. So, wir kriegen hier auf jeden Fall Konvois, bürgerliche Ängste. Gegen die Revolution. Gegen die Sozialdemokraten, ich weiß ja nicht. Wir müssen Stahl importieren übrigens. Stahl. Niedrige Subventionen. Wir subventionieren das stark. Wir müssen die Kosten für Stahl runterkriegen. Hier, die Handelszentren kaufen schon, wie blöde Stahl. Sehr gut. Haben wir abgeschlossen. Stahl ist sozusagen jetzt günstig. Wir bauen noch eine ganze Menge Häfen. Der Elfenbeinküste, Nulu. Wir bauen Eisenminen in Hannover. Auch nicht schlecht. Wir haben relativ wenig Zusammenhalt. Warum ist das eigentlich so? Okay, wir können eine neue Regierung bilden. Können aber auch bei der bleiben. Die Landvolkpartei. Kirche von Schweden, die ist zu stark. Wir müssen die Kirchen schwächer machen. Und das machen wir im besten Fall durch säkulare Verwaltung. Das haben wir schon. Dann hilft uns das wohl doch nicht weiter. Verbotene Liebe. Oscar Bernadotte. Der wird unbeliebt. Und der wird aufgeklärt royalistisch. Monarchie, Multikulti, Typi. Ja, doch, das können wir machen. Er ist damit zwar unbeliebter. Wo bist du überhaupt? Du bist gar nicht... Bist du der Erbe? Ah, du bist unser Erbe. Ich möchte die Royalisten eigentlich nicht stärker machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Kolonisierungen werden hier peu à peu abgeschlossen. Wir entwickeln gerade Dynamit. Maximalen Investitionskraft. Argentinien. Wir können doch Militärzugang fordern. Oh Gott,
Willst du gar nicht? Was ist denn dagegen? Okay. Dann wohl nicht. Preußen bricht den Handelsvertrag. Ägypten möchtest du nicht in unserem Machtblock? Nicht so richtig. Können noch eine Lobbyfinanzierung anstoßen. Du liebst mich aber ja eigentlich. Okay, können wir hier nicht noch irgendwas machen, damit du ein bisschen glücklicher bist? Also wir geben dir keine Werkzeuge mehr zum Spielen. Und du gibst uns kein Geld mehr. Das ist doch schon mal was. Gibt es uns nicht Investitionsrechte? Ich würde dafür sorgen, dass du unabhängig bleibst. Das Waren, die du wirklich gerne haben willst? Oder? Okay, das war schon mal gut. Das wird besser, sage ich mal. Kolonisierung von Nordkamerun abgeschlossen. Das ist Nordkamerun, ne? Okay, macht da einfach weiter. Kongo. Wenn ich die jetzt zum Beispiel erobern würde, da irgendjemand ein Problem mit? Französien vielleicht? Können schon mal unsere Flotte dahin bewegen. Und wir brauchen so ein 16.000 Mann werden schon reichen, denke ich. Allerdings mal alle unsere Einheiten aufwerten. Niedrige Ausbildungsrate. Ach ja. Logisch. Die Motoren des Fortschritts. Alle einsteigen. Ja, wir nehmen die Forschung für Stahl, Eisenwagen, Dingsies. Sind hier auch bei Stufe 3, ne? Ja. Können wir den Panama-Kanal bauen. Theoretisch. Ein paar unrealisierte Steuern, aber nicht so richtig viele. Ach, warte mal, wir können da ja schon direkt in den Krieg. Wir brauchen da gar nicht. Blockade und Konvois überfallen. Wenn es geht, bitte sehr, bitte gleich. Preußen macht irgendwas gegen uns? Wir wollen Schleswig-Holstein erobern. Ja, und Zollern? Die Länder befreien. Oder ich erobere irgendwas, aber das ist nicht so einfach. Roman würde ich eigentlich gerne erobern.
Dadurch haben wir auch nicht so richtig viel. Wir befreien Pommern. Wir befreien... Naja, die will ich nicht befreien. Das wird die Franzosen noch stärker machen. Ahnung. Hätten wir gerne Geld. Sagen wir so viel Geld. Einnahmen. Großbritannien dreht halt durch. Muss man einfach mal so festhalten. Was bist du denn? Okay. Ja, habe ich euch nicht gerade... Ist Kriegsstil? Gerade den Kriegsstil angeboten oder nicht? Naja. Auch egal. Schiffe wieder nach hier eventuell. Wir müssen jetzt unsere Militärgehälter erhöhen und deswegen müssen wir leider die Steuern erhöhen. Deswegen werden wir wahrscheinlich unsere Regierung einigermaßen sprengen. Russland stellt sich auf die Seite Preußens. Okay. Dann wird das wohl nichts. Schleswig-Holstein erobern. Hm. Ja, und ich habe keine Verbündeten mehr, weil aufgrund des neuen Patches einfach die Briten gesagt haben, ist nicht. Schleswig-Holstein erobert er dann auch noch, ne? Ja, ich kann die nicht besiegen. Fürchte ich. Kann die nicht besiegen, ne? Dann verliere ich leider Schleswig. Industrieboom. Oh ja, Eisenminendurchsatz wäre, glaube ich, gerade sehr gut. Können nämlich eine ganze Menge Eisenminen gebrauchen. Könnten eigentlich auch hiesige Eisenminen gebrauchen, aber das sei mal dahingestellt. Bohrenwerke sind auch mal gut. Und dann würde ich doch gerne Kongo schenken. In der Hoffnung, dass hier irgendwann mal Gummi kommt. Der Jemen. Oh Jemen, nee.
Kann ich den Adjust nehmen, einfach nehmen? Ne. Kann ich hier rüber den Start nehmen? 35 Verrufenheit. Ja, ganz schön viel. Ich will Hannover unterstützen. Für mal schauen, was ihr mir bieten würdet. Ja, dafür, dass Hannover sich mir anschließt, dafür will ich das sofort machen. Tunis. Also jetzt wird er ein bisschen frech, der Brite. Aber ich kann da nichts gegen tun. Ich muss meine Produktion wieder aufnehmen und den Wehretat reduzieren. Kuba, die Philippinen, Österreich. Viele stellen sich auf deren Seite. Munition, Lebensmittel, die fehlen gerade. Und wir haben relativ viele niedrige Lebensstandards. Britannien demütigen, Investitionsrechte durchsetzen. Moskito-Königreich. Die Kapkolonien. Indien. Oberkanada. Australien. Ein paar Sachen. Aber ich glaube nicht, dass wir auch nicht mit allem Mann gegen die Briten gewinnen. Österreich schon weniger mein Feind. Handelsprivilegien, Investitionsrechte. Bin der nicht so gut. Aber ich kann bestimmt ein paar Waren überlassen. Friede? Brauche ich nicht so viel Getreide. Kunst. Kunst. Munition, Motoren. Stahl. Achso, 50 das neue Akzeptanzmaximum für Warenübereignung. Das sind 35. Dann nehmen wir hier. Ja, kann ja was davon haben, ne? Subventionen weg auf Luxusmöbel. Subventionen weg auf X weiter. Zollfreiheit auf Luxusmöbel. Zollfreiheit auf nichts weiter. Sehen, was du mir geben willst. Aber Warenübertragung haben wir ja schon Maximum, ne? Also nichts, außer dass ich einen Haufen Luxusmöbel kriege. Können das so machen. Könnt ihr auch Investitionsrecht in meinem Land geben.
Das will ich glaube ich nicht. So ist okay. Was ich hier nicht mehr sehe, was meine Erträge kosten und bringen, ne? Das ist echt ein bisschen kacke. Sollten wir bitte mal wieder ändern, wenn es geht. Wir bauen hier gerade ordentlich Stahl. Ja, Hannover hätte uns eigentlich gar nicht gebraucht. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt so unbedingt das wollten. Marineschiff, was haben wir denn hier? Sea Island Baumwolle. Guck an. Was wir hier nicht alles handeln. Sverland. Wie sieht es eigentlich bei deinen Handelszentren aus? Wie viel hast du inzwischen? Oh ja, ganz ein Batzen. Das habe ich ja noch viel an Subventionen. Quasi nix. 4000. Fast alles verwendet. Viel importiert. Wir exportieren gar nicht mal so viel. Nicht mal so fest. Importieren vor allem viel Kohle. Wer das nimmt, weiß ich vorher. Hier muss man Spanien, Belgien und Preußen. Wir haben gerade das erste Mal Gummi gefunden. Wir haben den Rheinbund. Wir können den Rheinbund gründen. Aber den Rheinbund gründen? Wollen wir das? Wollen wir den Rheinbund gründen? Ja. Können wir den Bund erweitern? Holstein ist da drin. Wir haben den Rheinbund. Der Rheinbund ist unser Protektorat. Uns dazu auch noch liebt. Oder nicht gerne, dass sie mir mehr Geld zahlen. Klientelzahlung erhöhen oder sowas. Kann man erstmal Marionetten, ne? Handelskompanie. Kann ich bei euch eigentlich machen. Klientelzahlung erhöhen. Okay. Norwegen. Ich könnte Norwegen annektieren. Klientelzahlung erhöhen im Hedgers. Verdienen ja fast nichts. Dänemark, da wäre es vielleicht immer ganz praktisch. Da gerne den Wissensaustausch beenden. Ah. Erhöht den Freiheitsdrang. Dann lassen wir das vielleicht lieber. Und Argentinien, die hassen uns so einigermaßen. In Argentinien müssen wir eigentlich noch ein bisschen mehr bauen. Die Lobbyforderung eigentlich. Embargo gegen die Französische Republik? Würde nicht passieren. Schwedisch-Preußische Union? Was haben wir noch? Was hassen die Preußen? Dachte ich. Vielleicht hassen wir die doch nicht.
Österreich wird mir nicht helfen, Preußen wird mir wahrscheinlich nicht helfen, die Vereinigten Staaten werden mir nicht helfen. Hm. Ich habe nicht so viele Verbündete, wie ich gerne hätte. Können wir hier mal was Neues aushandeln? Bündnis zum Beispiel gegen Investitionsrechte. Wir bestreichen Dinge, die du nicht magst. Hm. Nicht so viel. Wir nicht, dass wir die Waren, wir genug Ware haben, um dich zufriedenzustellen. Haben wir schon. Möbel haben wir schon, Munition haben wir noch nicht. Panzerschiffe, Papier, Okay, so viel können wir euch auch nicht mehr geben. Nehmen wir an. Keine Subventionen machen jetzt auch nicht mehr so viel aus. Zollfreiheit auf Hartholz. Meinetwegen auf Fisch. Wohl durchaus eine Verpflichtung. Oh ja, wir kommen der Sache näher. Tanzmaximum bei Zollfreiheit. Aber da ja auch. Dann müssen wir doch noch ein paar Waren rausschmeißen. Irgendwas. Lebensmittel haben wir schon, das haben wir schon. Opium haben wir im Grunde nicht. Cider haben wir im Grunde nicht. Sind bei 4. Kommen bis 18, also 14. Plus 18. 70% Wahrscheinlichkeit, dass sie das annehmen. Ich könnte die Militärhilfe noch wieder abschaffen. Dann sind wir safe. Und wir haben einen Bündnispartner. Sollten wir vielleicht tun. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Ostsee-Government haben wollen, dann kommen die Vereinigten Staaten auf unsere Seite. Österreich allerdings nicht und die Franzosen scheinbar auch nicht unbedingt. Da spielen die Franzosen nicht mit. Die Vereinigten Staaten sind eher auf unserer Seite. Das müssen wir abspeichern, wobei Österreich macht mir da Sorgen. Österreich macht mir Sorgen. Wir speichern trotzdem mal unter Schweden 3. Dann schauen wir mal, ob das hier nicht vielleicht was wird. Wir wollen Kuipoi. Mal gucken, was hier passiert. Noch ist der Ami auf unserer Seite. Nehmen wir an, den Ami brauchen wir jetzt auch. Und das brauchen wir und Gold brauchen wir und ja, das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen machen lassen. Ja, der Österreicher stellt sich auf die Seite der Russen, der Preuße auch. Uiuiuiui. Ich glaube, dann wird das wohl nichts.
Die Parlamentarische Republik. Brech ab. Was wir eigentlich haben wollen. Cola. Ostkarelien. Das logischerweise. Ja, im Grunde eigentlich Ingwerland, aber das ist, glaube ich, deren Hauptstadt. Dann Klientelübertragung Ostsee Government. Na gut, und dann nehmen wir halt noch Ingwerland. Kostet die Welt. Österreich hat unseren Vertrag gebrochen. Und die Frage, mit wie vielen Truppen kommt denn der werte Herr Amerikaner? Ja, schon mit ein paar, aber nicht mit allen. Bin bereit zu sagen, nicht mit genug. Können noch Litauen befreien. Können noch immer so über. 5. Investitionsrechte durchsetzen. Oh, nö. Das wäre dann alles. Ja, ich fürchte, das wird nicht reichen. Ja, das reicht ganz offensichtlich nicht für den Russen. Schade, Schokolade. Da schließen sich noch zu viele Leute an. Vielleicht mal Preußen den Krieg erklärt. Aber die haben uns ja gerade erst den Krieg erklärt. Die auch hier so ein bisschen wildern, ne? Ich Hamburg. Mecklenburg an. Sachsen will die unterstützen. Weil ich ja das eigentlich haben will, ne? Also. Hamburg kann er haben, aber Schleswig-Holstein will ich schon haben. Das kann sonst der Rheinbund bekommen, alles. Da sehe ich kein Problem mit. Aber ich meine, ich kann die auch nicht in unser Machtblog einladen, ne? Oldenburg zum Beispiel. Vielleicht. Ja. Die gehören auf jeden Fall einem anderen Verein an. Um genau zu sein, dem Zollverein. Ich schulde euch eine Verpflichtung, passt schon.
Ägypten, wie sieht es denn da aus? Besser, aber noch nicht ausreichend gut. Nationalistische Oper. Feuerwerk wird abgesagt. Gibt kein Feuerwerk. Franz ist unser neuer Kanzler. Franz Faxe. Theokrat. Das ist ja toll. Theokraten wollte ich schon immer haben. Eigentlich müssten wir jetzt die Kirche schwächer machen, aber kriegen wir, glaube ich, nicht so einfach hin. Laissez-faire wäre auch schön. Auch nicht so einfach hin. Freihandel wäre auch schön. Kriegen wir auch nicht so einfach hin, weil die Kleinbürger dagegen rebellieren, weil der protektionistisch ist. Der auch. Joshua Norton, kannst du nicht die Führung übernehmen? So, was bist du eigentlich so? Grundschulpflicht. So, das ist hier, ne? Und natürlich noch keine Menschenrechte, aber immerhin. Das ist doch schon mal was. Kopfsteuer, Proportionssteuer. Die würde uns ziemlich viel Geld in die Kasse spülen. Wir müssen aber erst die Grundbesitzer einigermaßen rauskriegen, aber die können uns auch noch helfen. Nämlich beim Free Trade. Da sind die ja auch für. Das war ganz gewaltig. Landbewohner hingegen sind nicht so für das ganze Manöver. Müssten wir so erstmal irgendwie glücklich stimmen. Und Besitzer sind auch generell nicht so ganz glücklich mit unserer Führung. Oh, und wohl auch schlecht. Ja, davon abrücken finden die auf jeden Fall auch schlecht. Portionssteuer sind die Grundbesitzer schlecht. Rahmengesetze finden die Grundbesitzer auch schlecht. Kaltsubvention finden die auch schlecht. Also die Grundbesitzer sind einfach echt keine dollen Leute. Wir könnten Zensur beschließen, das finden die, glaube ich, gut. Pachtbauern, das muss eigentlich weg. Oh, das können wir gerade wegmachen. Wahnsinn. Das wird natürlich die Bauernbewegungen stärken, aber ist das so? Okay, jetzt hassen uns alle. Weg zum Liberalismus abgeschlossen? Ist das so? Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Jonas Lindberg, Republikaner. Du bist jetzt marktliberal. Das bist du. Ja, gerne. Agrarindustrie, das wäre auch nicht schlecht. Investitionsfonds müssten wir dafür mal haben. Können wir vielleicht hier mal nächstes in Angriff nehmen. Danach die ganze Malaria-Geschichte hier. Ausweisdokumente ist natürlich auch nicht schlecht. Einen Putsch anzetteln. Was willst du denn? Ich will Autokratie. Militärischer Aufstand. Oh jo. Das ist ja was. Jojo. Der Jemen. Grundbesitzer ist mächtig. Mächtig? Seid ihr wohl nicht.
Also die Industriellen, das sind die, die hier die Geschicke lenken. Alle anderen sind ehrlich gesagt relativ abgehängt. Könnten die Kirche von Schweden mit reinnehmen, aber warum soll ich einen Theokraten dabei haben wollen? Eigentlich gerne. Oh. Irgendwer verfügbar? Ja. Stahlbeton. Handelszentren bauen wir überall. Ja, aber ein neues Mandat. Wie sagen wir nicht Außenhandel? Außenhandel ist viel besser. Interner gibt Infrastruktur, Kompaniedurchsatzbonus. Dann ja, gut. Handelskapazität, Handelsvorteil, okay. Auch gut. Alles gut. Wir nehmen trotzdem erstmal das mit den Kompanien. Eine freie Kompanie-Charter. Ich habe einen Krieg mit Patagonien, na gut. Ihr regelt das schon. Chile. Jung von Falun. Bist du nicht mehr unabhängig? Oder wie? Man weiß es nicht. Ich bin für äußerst unentspannt. Nils August Krokelius ist doch jetzt unser Anführer, ne? Ja, Koskol. Wie auch immer. Ja gut, dann kriegt er halt weniger Stärke, aber... Ja gut, eure politische Stärke wächst ziemlich, muss man sagen. Kleinbürger sind auch sehr wütend. So, weil wir die Monarchie gemacht haben. Na gut, ich kann es verstehen. Als Royalist finde ich es, glaube ich, auch scheiße. Aber selber schuld. Wer ist hier? Live Christensen? Agitator, ja, der ist mir ziemlich egal. Oh, ein guter Jahrgang. Wir können Wein erhöhen und unser Prestige. Soll unser Prestige erhöhen, weil ich gerade sehe, dass wir nur noch eine Mittelmacht sind. Oha, oha. Jetzt sind wir wieder eine Großmacht. Das war wichtig. Eine Mittelmacht, die zahlt nämlich höhere Zinsen. Und das wollen wir eigentlich nicht unbedingt. Japan können wir uns hier mal holen. Hier, die ganze Geschichte können wir uns mal holen. Aus Kolumbien. Inneres Mauretanien, da können wir auch nochmal eine Kolonie gründen. Französisch Senegal. Wir können übrigens Futatoro angreifen. Glaube ich. Gute Presse für Preußen. Nö, das möchte ich nicht. Das jetzt irgendwann können wir auch Kartar. Wir wollen nach Massina und Ostmali etc. Und die hier schon Opium? Ja. Ja, auch Opium? Ne, die haben Vieh. Na gut, dann seid ihr nicht so spannend. Ich möchte kein Embargo gegen die Franzosen machen. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich Freund der Franzosen werden.
Alles, was gegen die Engländer spricht, das möchte ich. Was verlieren wir eigentlich? So. Gründeranfänger. Ästhet. Ursache. Glückwunsch, du bist jetzt Soldat. Ich weiß gerade nicht, ob wir Gehöft bauen wollen. Mindeststufe an Landschlossgebäude im Besitz der Arbeiter. Mindeststufe an Viehzuchtgebäude im Besitz der Arbeiter. Politisch stärkere Landwirte. Oder ob wir eigentlich Agrarindustrie viel lieber wollen. Bankenviertel bauen, Plantagen, Weiden, Landwirtschaftsgebäude. Die EG wird Mittelschicht-Trupps anziehen. Der will einfach irgendwas anderes machen. Ich glaube, so machen wir das. Wir könnten Privatschulen machen. Das würde die Kirche gar nicht gut finden. Ich würde gerne öffentliche Schulen. Das ist gar nicht dran. Raumsfreiheit, da drehen wir nicht dran. Aktionskontrollen, Berufsarmee, Steuern. Da können wir auch nur nach oben schrauben. Also nach unten schrauben. Freihandel. Uch, die kleinen Bürger, die kleinen Bürger. Wieso bist du denn schon wieder protektionistisch? Gibt's doch gar nicht. Verdammten Kleinbürger. Können wir auch Protektionismus erforschen. Ach, erforschen sage ich schon. Beschließen. Laissez-faire finden die Kleinbürger blöd. Oh, die Landbewohner finden das richtig blöd. Die spielen aber gar keine Rolle mehr. Dann werden wir jetzt mal versuchen, laissez-faire zu machen. Und wir erobern das lustige Örtchen hier. Ach, da ist die Französische Republik ja noch mehr hinterher. Nee. Ich brauche... eigentlich... ein mich unterstützendes Australien, sage ich schon, Österreich. Weil hier klappt das ja nun nicht. Cola erobern will, dann ist der Österreicher gleich am Start. Moldawien und Preußen. Geht also alles nicht, wenn ich Mecklenburg erobern will. Von der Verrufenheit mal abgesehen. Noch einige dabei. Lübeck. Das könnte man versuchen. Das wird ja wahrscheinlich eh alles am Ende rein bunt. Französische Republik hasst uns einfach. Ich weiß gar nicht, was wir denen getan haben. Okay, wir haben Krieg gegen die geführt. Ja, aber... Kommt ja irgendwie dazu. Eine verfügbare Entscheidung. Niger-Expedition können wir machen. Und wir können Skandinavien gründen. Oh, wir brauchen dafür Preußen in Lübeck.
Also wir könnten ein Vereinigungsdiplomatie-Spiel starten, wenn wir Pan-Nationalismus erforscht haben. Oder wir wählen jetzt einfach Skandinavien. Aber dieser Fleck da, der stört mich. Egal, Freunde. Wir gründen. Wollen wir das einfach so gründen, ohne das Spiel? Wäre schon interessant, so ein Spiel, Vereinigungsspiel gegen Preußen. Was bist du überhaupt für eine Armee? Du bist eine Null-Mann-Armee. Wir verlieren immer noch viel Geld. Unter anderem an Steuern. So, weil einfach die Bürokratie so gering ist. Und Sverland und Güterland haben wir quasi keine Leute mehr. Krass. Wir haben hier Vollbeschäftigung. Zwei Millionen. Wir haben Arbeitssuchende, aber wir haben auch Arbeit. Theoretisch. Wir können bessere Zäune bauen. Auch nicht schlecht. Oh, wir haben Dynamit. Dann brauchen wir jetzt Sprengstofffabriken. Zwar einen Batzen davon. Wir brauchen Sprengstofffabriken. Wo können wir die am besten bauen? Zwar am besten im heimischen Bereich. Freistaat. Am besten bauen wir die da, wo wir auch Schwefel haben. Ne? Und Schwefel haben wir Schwedisch-Togo. Oder in hier überall. Westnorwegen. Und im Rheinbund die Autonomie verringern. Das ist ja nicht schlecht. Wer singt ihr denn? Ujo. Was machen wir? Haben wir hier Lobbyfinanzierung. Das
beenden wir, glaube ich, mal. Wenn ihr trotzdem mehr als genug. Wir haben trotzdem mehr als genug Sachen bei euch gebaut. Protektionismus? Nationale Überlegenheit? Ach, Protektionismus? Ja, gut, können wir machen. Preußen kann ich den Krieg nicht erklären. Momentan zumindest nicht. Russland kann ich den Krieg nicht erklären, weil Österreich argwöhnisch ist. Wo wir eigentlich gar nicht so ungute Freunde sind. Hassen die uns? Auch nicht, ob das so richtig ist, aber... Ägypten peu à peu. Nee, Moment mal. Geht ja nach oben. Hm. Wir warten noch, bis wir hier... Was? Nicht den Ort, Entschuldigung. Super. So, darauf habe ich gewartet. Wir haben Laissez-faire. Ich wollte schauen, ob wir schon irgendwo von junge Fabriken, Schwefelminen, Gummi bauen wir irgendwie nirgendwo. Jetzt, ja, können wir alles immer machen. Ich mache mal Protektionismus, weil die Kleinbürger das gerne hätten. Und Laissez-faire bringt keine Kompanie mehr. Ah, freie Kompanie Charters. Privatbauzuweisung, Staatsdividenden, Reinvestition. Privatisierung wird erzwungen. Dann müssten wir hier jetzt gleich ein bisschen Geld kriegen. Wir bauen auf jeden Fall langweiliger, würde ich schon sagen, langsamer. Liegt natürlich daran, dass Großteil des Geldes jetzt bei unseren Anlegern ist, im Investitionsfonds, den wir eigentlich mal ein bisschen stutzen müssten, aber kommen leider nicht dazu. Was doch auch einigermaßen teuer ist. $122. Echt nicht mein größter Fan. Stahlwerke, junge Fabriken, Eisenbahn und ziemlich viel in der Qing-Region. Und wir bauen jetzt auch viel in Österreich. Österreich baut auch, naja, Amerika baut viel bei mir.
Gut, Leute, also wir haben uns weitestgehend modernisiert mit die Monarchie abgeschafft und ein Parlament gegründet. Wir haben das Laissez-faire ausgerufen und somit unsere zukünftigen Bauten in die Hand unserer Kompanien und die Monopolisten unter uns gegeben. Wir haben leider noch nicht Skandinavien gegründet. Das dauert noch 15 Monate. Ich möchte das gerne, glaube ich, zumindest mal gucken, wie dieses Spiel dann aussehen würde. Wir haben den Rheinbund gegründet und wir haben uns viele neue Feinde gemacht. Mal sehen, wie es weitergeht. Bis dahin, gehabt euch wohl, viel Spaß beim Video. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ihr kennt das Spiel ja. Ja, gerne auch abonnieren, kostet nichts und freut mich sehr. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und bis dann. Ciao. Ciao.